Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir in die Welt eines der größten Denker aller Zeiten ein, Sokrates. Ich bin Felix und wie immer an meiner Seite ist die wunderbare Lisa. Hallo zusammen. Ja, Sokrates. Ein Name, den viele kennen. Aber was steckt wirklich dahinter? Heute klären wir das. Und natürlich helfen wir euch dabei, euer Deutsch zu verbessern. Genau, Sokrates, der Vater der westlichen Philosophie. Das klingt schon mal beeindruckend, oder? Lisa, kannst du uns erklären, warum er diesen Titel trägt? Natürlich, Felix. Sokrates lebte in Athen, im antiken Griechenland, etwa 470 bis 999 vor Christus. Er hat zwar selbst keine Schriften hinterlassen, aber seine Ideen und seine Methode des Fragens haben die Philosophie, wie wir sie kennen, grundlegend geprägt. Keine eigenen Schriften? Wie wissen wir dann überhaupt von ihm? Gute Frage. Wir kennen Sokrates hauptsächlich durch die Schriften seiner Schüler, vor allem Platon und Xenophon. Sie haben Dialoge geschrieben, in denen Sokrates die Hauptfigur ist. Dialoge, das sind Gespräche, in denen verschiedene Personen über ein Thema diskutieren. Ah, also wie bei uns im Podcast, nur mit mehr Philosophie. Was war denn das Besondere an Sokrates' Art zu denken? Sokrates' Methode war revolutionär. Er glaubte, dass die Wahrheit in uns allen steckt und durch gezieltes Fragen ans Licht gebracht werden kann. Diese Methode nennt man Mäeutik oder Hebammenkunst. Hebammenkunst? Das klingt ja spannend. Was bedeutet das? Ja, es ist ein interessanter Vergleich. Eine Hebamme hilft bei der Geburt eines Kindes. Sokrates sah sich selbst als eine Art geistige Hebamme. Er half den Menschen, ihre eigenen Gedanken und Erkenntnisse zur Welt zu bringen. Also nicht körperlich, sondern gedanklich. Verstehst du? Klar, er stellte Fragen, die die Leute zum Nachdenken anregten, richtig? Anstatt ihnen einfach seine Meinung zu sagen, half er ihnen, ihre eigene Meinung zu finden? Genau, Felix. Er fragte zum Beispiel, was ist Gerechtigkeit? Oder was ist Mut? Und durch die Antworten und Gegenfragen kamen die Menschen selbst zu tieferen Einsichten. Das klingt nach einer ziemlich cleveren Methode. Aber auch anstrengend, oder? Immer dieses Hinterfragen. Sicher, es war nicht immer einfach. Sokrates war bekannt dafür, dass er mit seinen Fragen oft aneckte. Aneckte bedeutet, dass er mit seinen Fragen bei manchen Leuten auf Widerstand stieß. Warum denn das? Wollten die Leute nicht über wichtige Dinge nachdenken? Doch, schon. Aber Sokrates' Fragen waren oft unbequem. Sie zeigten, dass viele Leute gar nicht so genau wussten, wovon sie sprachen, auch wenn sie es dachten. Er stellte ihr Wissen in Frage. In Frage stellen. Also anzweifeln, ob etwas wirklich wahr oder richtig ist. Das kann natürlich unangenehm sein. Genau. Und genau das machte Sokrates so besonders. Er nahm nichts als selbstverständlich hin. Selbstverständlich heißt, etwas ohne Nachdenken als wahr anzunehmen. Okay, er war also ein Querdenker. Jemand, der die Dinge hinterfragt und nicht einfach alles glaubt, was ihm gesagt wird. Exakt. Und diese Art zu denken, dieses ständige Fragen und Zweifeln, das ist das Herzstück der westlichen Philosophie. Deshalb nennen wir Sokrates ihren Vater. Verstehe. Er hat also den Grundstein dafür gelegt, wie wir heute über die Welt nachdenken. Aber wie genau hat er das gemacht? Gibt es ein Beispiel für seine Fragemethode? Ja, lass uns ein Beispiel aus Platons Dialog Menon anschauen. Dort diskutiert Sokrates mit einem Sklaven über ein geometrisches Problem. Ein Sklave? Konnten Sklaven im antiken Griechenland überhaupt lesen und schreiben? Das ist eine berechtigte Frage, Felix. In der Regel hatten Sklaven im antiken Griechenland wenig Bildung. Aber in diesem Dialog geht es Sokrates darum zu zeigen, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Bildungsstand, die Fähigkeit zum logischen Denken besitzt. Okay, also der Bildungsstand spielt keine Rolle. Jeder kann logisch denken. Und wie läuft das Gespräch ab? Sokrates stellt dem Sklaven einfache Fragen zu einem Quadrat und dessen Fläche. Er zeichnet Figuren in den Sand, um das Problem zu veranschaulichen. Veranschaulichen heißt etwas bildlich darstellen, damit es leichter verständlich wird. Also, er benutzt Bilder, um dem Sklaven zu helfen. Und der Sklave kann die Fragen beantworten? Ja, Schritt für Schritt. Durch Sokrates Fragen erkennt der Sklave selbst,
wie er die Fläche eines Quadrats verdoppeln kann. Er findet die Lösung nicht sofort, aber durch das gezielte Fragen kommt er selbst darauf. Das ist ja faszinierend. Der Sklave entdeckt die Lösung selbst, ohne dass Sokrates sie ihm verrät. Genau das ist der Punkt der Mäutik. Die Erkenntnis kommt von innen, nicht von außen. Sokrates leitet den Sklaven nur an. Er gibt ihm keine fertigen Antworten. Anleiten bedeutet hier, jemanden durch Fragen zu führen. Also, learning by doing, oder? Man lernt am besten, wenn man selbst aktiv wird und nachdenkt. So könnte man es sagen, ja. Und dieses Prinzip ist bis heute in der Pädagogik wichtig. Pädagogik ist die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung. Okay, Sokrates war also nicht nur ein Philosoph, sondern auch ein Pädagoge, ein Lehrer, der eine besondere Methode hatte. Richtig. Und diese Methode, das Fragen und das gemeinsame Suchen nach der Wahrheit, das ist sein großes Vermächtnis. Vermächtnis ist das, was jemand der Nachwelt hinterlässt. Ein ziemlich beeindruckendes Vermächtnis, wenn man bedenkt, dass es die gesamte westliche Philosophie beeinflusst hat. Aber sag mal, Lisa, war Sokrates eigentlich beliebt in Athen? Das ist eine interessante Frage. Sokrates war, wie gesagt, nicht immer bequem. Seine ständigen Fragen und sein Hinterfragen der Autoritäten machten ihn bei manchen unbeliebt. Autoritäten sind Personen oder Institutionen, die Macht und Einfluss haben. Also, er hat den Mächtigen auf die Füße getreten? So könnte man es sagen, ja. Er scheute sich nicht, auch hohe Beamte oder angesehene Bürger in seinen Dialogen bloßzustellen, wenn er merkte, dass sie nicht wirklich wussten, wovon sie sprachen. Bloßstellen bedeutet, jemanden in eine peinliche Lage zu bringen. Das klingt, als hätte er sich Feinde gemacht. Und das hat er. Am Ende wurde er sogar angeklagt. Angeklagt? Wofür denn? Die Anklage lautete auf Gottlosigkeit und Verführung der Jugend. Gottlosigkeit? Hat er etwa nicht an die Götter geglaubt? Das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich glaubte Sokrates anders an die Götter, als es die offizielle Religion vorsah. Er interpretierte die Göttermythen allegorisch. Allegorisch bedeutet, dass man etwas nicht wörtlich nimmt, sondern als ein Bild oder Symbol für etwas anderes versteht. Also, er hat die Geschichten über die Götter nicht wörtlich genommen, sondern als Bilder für tiefere Wahrheiten gesehen? Genau. Und das war für manche Leute damals anstößig. Sie verstanden seine Art zu denken nicht oder wollten sie nicht verstehen. Und was bedeutet Verführung der Jugend? Hat er die jungen Leute auf dumme Gedanken gebracht? So sahen es seine Ankläger. Sie warfen ihm vor, dass er mit seinen Fragen die traditionellen Werte untergräbt und die Jugend zum Ungehorsam erzieht. Untergraben bedeutet, etwas langsam und heimlich zu zerstören. Also, er wurde beschuldigt, die Autorität der Eltern und des Staates zu untergraben, weil er die Jugend zum selbstständigen Denken anregte? Richtig. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Er wurde zum Tode verurteilt. Wie schrecklich. Wie wurde er hingerichtet? Er musste einen Becher mit Gift trinken, den sogenannten Schierlingsbecher. Das ist ja eine tragische Geschichte. Aber immerhin ist er für seine Überzeugungen gestorben. Er hätte ja auch einfach seine Lehren widerrufen können, oder? Ja, das hätte er tun können. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, ins Exil zu gehen, also Athen zu verlassen und woanders zu leben. Aber er lehnte ab. Warum denn das? Hätte er im Exil nicht weiter lehren können? Sicher, aber für Sokrates war die Wahrheit wichtiger als sein eigenes Leben. Er glaubte, dass es falsch wäre, seinen Prinzipien untreu zu werden, nur um sein Leben zu retten. Prinzipien sind also die grundlegenden Überzeugungen, nach denen man lebt. Er blieb seinen Prinzipien treu, auch wenn es ihn das Leben kostete. Genau. Und dieser Tod, dieses Festhalten an seinen Überzeugungen, machte ihn endgültig zur Legende. Er ist also ein Märtyrer der Philosophie geworden? Jemand, der für seine Überzeugungen gestorben ist? Ja, so kann man es sehen. Sein Tod zeigt, wie wichtig ihm die Suche nach der Wahrheit und das freie Denken waren. Eine wirklich beeindruckende und bewegende Geschichte. Sokrates war ein bemerkenswerter Mann, der bis heute nachwirkt. Nachwirken bedeutet, dass etwas auch lange nach seinem Ende noch Einfluss hat. Absolut, Felix. Sein Einfluss auf die Philosophie, die Ethik, die Pädagogik und sogar die Politik ist enorm. Ethik?
Was genau ist das? Die Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie man richtig und gut lebt. Also, was ist moralisch richtig? Was ist falsch? Ah, auch die Frage nach Gut und Böse. Und Sokrates hat sich damit auch beschäftigt? Ja, er war einer der Ersten, die systematisch über ethische Fragen nachgedacht haben. Er fragte zum Beispiel, was ist ein gutes Leben? Oder wie werde ich ein tugendhafter Mensch? Tugendhaft, also moralisch gut, mit positiven Eigenschaften wie Mut, Gerechtigkeit und Weisheit. Richtig. Und diese Fragen sind bis heute aktuell. Wir alle fragen uns doch, wie wir ein gutes und sinnvolles Leben führen können. Stimmt. Und Sokrates' Methode, durch Fragen zur Selbsterkenntnis zu gelangen, ist auch heute noch relevant. Also, sich selbst besser zu verstehen, indem man über sich und seine Werte nachdenkt. Genau, Felix. Sokrates Erbe lebt weiter. In der Philosophie, in der Art, wie wir denken und wie wir miteinander diskutieren. Das war wirklich eine spannende Reise in die Welt des Sokrates. Vielen Dank, Lisa, dass du uns diesen faszinierenden Denker näher gebracht hast. Und natürlich auch für die tollen Erklärungen der deutschen Wörter und Ausdrücke. Sehr gerne, Felix. Es ist immer wieder spannend, sich mit solchen großen Persönlichkeiten zu beschäftigen. Und natürlich freut es mich, wenn ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei helfen kann, euer Deutsch zu verbessern. Also, liebe Zuhörer, was nehmt ihr aus dieser Folge mit? Was fandet ihr am spannendsten an Sokrates und seiner Methode? Schreibt uns gerne eure Gedanken. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ganz genau. Im nächsten Podcast wartet ein echt interessantes Thema auf euch. Mit vielen neuen Vokabeln und spannenden Einsichten. Ihr könnt also dranbleiben und euer Deutsch weiter verbessern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.